Hello, 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 my friends. Hallo, 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 meine Freunde. Let's continue to talk about that incredible person, Paul the Apostle. Lasst uns weiter über diese unglaubliche Person, den Apostel Paulus, reden. So he had no peer, Er hatte also keine Ebenbürtigen, had no equal. keine Gleichgestellten. He was more righteous than anybody according to the law. Nach dem Gesetz war er gerechter als alle anderen. And then he says, furthermore, as a fiery defender of the truth, Und dann sagt er, außerdem verfolgte ich als glühender Verteidiger der Wahrheit I persecuted the messianic believers with religious zeal. die messianischen Gläubigen mit religiösem Eifer. So look what Paul did. Schau, was Paulus machte. He's simply telling the people who he himself was. Er sagte den Leuten einfach, wer er war. And the reason why he's telling them, because he wants them to understand, if anybody could boast, then him. Und der Grund dafür war, um ihnen zu zeigen, dass, wenn es jemand gab, der sich rühmen konnte, dann er. And he is not boasting only in Jesus Christ. Aber jetzt rühmt er sich nur noch in Jesus Christus. That means nobody else can either. Das heißt, keiner kann sich rühmen. If he was better and more powerful and more zealous for God than anybody else, and he can't boast, then who can? Wenn er Gott besser, kraftvoller und eifriger diente als alle anderen und er sich nicht rühmen kann, wer dann? Look what he says in verse 7. I really like this. Schau, was er in Vers 7 sagt. Das gefällt mir wirklich. Yet all of the accomplishments that I once took credit for, I've now forsaken them, and I regard them all as nothing compared to the delight of experiencing Jesus Christ, my Lord. Doch all die Errungenschaften, für die ich einst die Lorbeeren einheimste, habe ich nun verworfen und betrachte sie als nichts im Vergleich zu der Freude, Jesus Christus als meinen Herrn zu erleben. People, Leute, we've talked a lot about leaving your past behind. wir haben viel darüber gesprochen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. But usually when we talk about leaving the past behind, Aber normalerweise, wenn wir darüber reden, die Vergangenheit zurückzulassen, we only talk about leaving our failures, our pains, our wounds behind. geht es nur um unser Versagen, unseren Schmerz, unsere Wunden. But look what Paul did. Doch schau, was Paulus tat. Paul leaves his success behind. Er ließ seinen Erfolg zurück. He says, everything that I have accomplished, which is a lot in the eyes of the Jewish world, Er sagt, alles, was ich erreicht habe, und das ist echt viel in den Augen der jüdischen Welt, I leave it behind. ich lasse es zurück. Behind for what? Wofür? For the delight of experiencing Jesus Christ as my Lord. Für die Freude, Jesus Christus als meinen Herrn zu erleben. Think about this thought. Denk darüber nach. If you're not willing to leave your past behind, that means you cannot also truly delight yourself in the Lord. Wenn du deine Vergangenheit nicht wirklich hinter dir lassen willst, dann kannst du dich auch nicht wirklich im Herrn freuen. How many Christians are doing everything to try to live an intimate life with Jesus, Wie viele Christen tun alles, um zu versuchen, in Intimität mit Jesus zu leben, except leaving the past behind? außer ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen? How many Christians have gone after me and said to me, how can I fulfill my purpose and how can I be more intimate with Jesus? Wie viele Christen sind mir nachgelaufen und haben gefragt, wie kann ich meine Bestimmung erfüllen und wie kann ich inniger mit Jesus leben? And when you tell them, close the door to your past, stop boasting in anything you have achieved. Und wenn du ihnen sagst, schließe die Tür zu deiner Vergangenheit, hör auf, mit irgendetwas zu prahlen, was du erreicht hast. Make Jesus the only thing that matters in your life. Mach Jesus zum Einzigen, was in deinem Leben zählt. They want to hold on to the past, whether it be success or whether it be failure. Dann wollen sie an ihrer Vergangenheit festhalten, sei es Erfolg oder Versagen. But you know, Paul left everything behind. He left his success behind. He left his failure behind. Aber Paulus ließ alles zurück, seinen Erfolg und sein Versagen, Because he realized to really have an intimacy with Jesus is the greatest delight and it's worth leaving everything behind for. denn er realisierte, dass Intimität mit Jesus die größte Freude ist und wert, alles hinter sich zu lassen. So I want to ask you a question. Ich möchte dich also etwas fragen. What is it that is holding you back from intimacy with Jesus that you're still holding on to? Woran hältst du fest, das dich von Intimität mit Jesus abhält? Think about this. Denk darüber nach. If you are willing to give up everything so you can have intimacy with Jesus, you will have intimacy with Jesus. Wenn du bereit bist,
alles aufzugeben, um Intimität mit Jesus zu haben, dann wirst du sie auch haben. So we have to come to the place that Paul came to. Wir müssen also an den gleichen Punkt kommen wie Paulus. That if it means I leave my successes behind, I leave my failures behind so that I can have intimacy with Jesus, then that's what I will do. Wenn es bedeutet, meinen Erfolg oder mein Versagen zurückzulassen, um Intimität mit Jesus zu haben, dann werde ich das tun. Paul understood that it's a deep, deep delight to have this intimacy with Jesus. Paulus verstand, dass es eine tiefe, tiefe Freude ist, diese Intimität mit Jesus zu haben. Look at this. Sieh dir das an. To truly know him meant letting go of everything from my past. Ihn wirklich zu kennen bedeutete, alles aus meiner Vergangenheit loszulassen. Now look, Schau. when the Bible here says to truly know him, Wenn die Bibel hier davon spricht, ihn wirklich zu kennen, the word to know is not the same word as it is in English or in Portuguese. ist das Wort kennen nicht dasselbe wie in Englisch oder Deutsch. Unfortunately, we've been so influenced by the Greek thinking and are not familiar with Hebrew thinking. Leider wurden wir sehr stark durch das griechische Denken beeinflusst und sind mit dem hebräischen Denken nicht vertraut. So thinking to us is knowing, for us is getting more knowledge. Kennen bedeutet für uns normalerweise, mehr Wissen zu erhalten. But you know, knowing for Paul here, the Greek, it means to know by experience. Aber bei Paulus bedeutet das griechische Wort, durch Erfahrung zu kennen oder zu wissen. So in other words, Mit anderen Worten Paul is saying this. sagt Paulus, For the experience to really have a close, intimate experience with him, I'm leaving everything behind. für die Erfahrung, ihn wirklich innig und intim zu erleben, lasse ich alles hinter mir. Everything I took credit for, I've forsaken. Alles, wofür ich die Anerkennung einheimste, habe ich verworfen. I consider it absolutely nothing. Ich achte es als absolut nichtig. I'm letting go of everything. Ich lasse alles los. Look what he says. Schau, was er sagt. He says, I'm letting go of everything from my past and throwing all my boasting on the garbage heap. I really like that. Ich lasse alles aus meiner Vergangenheit los und werfe all meine Prahlerei auf den Müllhaufen. Das gefällt mir wirklich. Think about this. Überleg mal. If any of your boasting is outside of Jesus Christ, Wenn irgendein Rühmen außerhalb Jesu Christi ist, if any of your boasting has to do with what you've achieved or who you are by your own self, in your nature, wenn irgendwelches Prahlen von dir damit zu tun hat, was du erreicht hast oder was du aus dir selbst heraus bist, you know what's going to happen? weißt du, was dann passiert? You can't experience this intimacy with Jesus. Du kannst nicht diese Intimität mit Jesus erleben. So I'm gonna give you really, really good advice. Ich gebe dir also einen wirklich guten Rat. Throw it on the garbage heap. Wirf es auf den Müllhaufen. It is so worth it for really having the deep, deep intimacy with Jesus. Die tiefe Intimität mit Jesus ist es das wert. Just put everything away. Leg einfach alles andere beiseite. Tomorrow we talk more. Morgen reden wir weiter.